Hallo zusammen, diesmal aus Shibuya. Wir haben erstmal ordentlich zu Mittag gegessen und was gehört zu einem guten Mittagessen dazu? Richtig, ein Dessert. Und heute gibt es ein ganz spezielles und ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Also dann, los geht's! Wir nehmen heute ein ganz besonderes Gebäude unter die Lupe, und zwar den Miyashita-koen. Dieser war früher ein alter Park und wurde nun außerordentlich aufpoliert. An dieser Stelle steht nun ein großes Gebäude, das sich sehen lassen kann. Der ein oder andere wird sich denken, so richtig viel hat dieses Gebäude aber nicht mehr mit einem Park gemein. Aber wenn ihr auf dem Dach des Miyashita-koen vorbeischaut, erwartet euch eine etwas andere, abgefahrene Variante eines Parks. Ein Skateboard-Trainingsgelände, eine Kletterwand und sogar eine mit Sand aufbereitete Ecke für Beachvolleyball erwarten euch. Das würde man auf den ersten Blick nicht erwarten, wenn man sich das Gebäude von außen und innen anschaut. Drin reiht sich ein fancy Laden an den nächsten. Und passend zum Ambiente gibt es auch einige Sportläden und sogar welche, die extra für das Skateboardfahren ausgelegt sind. Zudem gibt es noch viele Restaurants, Cafés und draußen an der Außenwand reiht sich eine Kneipe an die nächste. Aber heute bin ich nicht zum Shoppen oder zum Essen hergekommen. Im Miyashita-koen befindet sich nämlich die KitKat Chocolatory. Und genau hier kannst du deine eigene KitKat-Tafel erstellen. Wie cool ist das denn bitte? Ich wollte das schon so lange machen, seit dieser Ort im Fernsehen neulich vorgestellt wurde. Und heute ist es endlich soweit. Wie jeder weiß, stehen die Japaner ja total auf KitKat und bringen immer wieder neue und manchmal auch echt verrückte Sorten raus. Da ist es eigentlich kein Wunder, dass es auch endlich die Möglichkeit gibt, sein eigenes KitKat zu machen. Die KitKat-Workshops bieten nur begrenzt Plätze an und man sollte unbedingt vorab online die Verfügbarkeit abchecken und reservieren. Es kann aber auch gut sein, dass an dem Tag, an dem man hingeht, wenig los ist und man noch spontan vor Ort ein Ticket bekommen kann. Ich hatte mein Ticket schon längst bereit und war total gespannt. So ein Workshop dauert um die 70 Minuten und kostet 2000 Yen. Ich packe euch auf jeden Fall wie immer unten mal den Link in die Videobeschreibung. Yeah, es geht los! Nachdem alle erschienen sind und jeder an seinem Platz war, bekam man einen Zettel und musste folgende Sachen ausfüllen: welche Art von Schokolade man verwenden möchte und welche Zutaten zum Designen. Bei der Schokolade konnte man zwischen normaler Vollmilch, Bitter und Ruby-Schokolade wählen. Bei den Zutaten zum Designen gab es so viel. Nüsse, bunte Streusel, Blumen, der Wahnsinn. Davon sollte man 4 auswählen. Und am Ende noch, welches Verpackungsdesign man gerne hätte. Es wurde alles ganz genau erklärt. Und ganz ehrlich, so schwer war es eigentlich wirklich nicht. Da hätte man glatt Bock, in so einer Chocolatory zu arbeiten und den ganzen lieben langen Tag lang KitKats zu machen. Also dann, man nehme ein scharfes Messer und schneide die Waffel in 4 gleich große Teile. Danach bekamen wir alle unsere Deko-Sachen. Die hier habe ich ausgewählt.
Wenn man Nüsse gewählt hat, musste man diese nun klein hacken. Ich hatte aber keine genommen für meine Tafel. Viel zu tun, aber auch das klingt alles nicht so schwer. Also dann, erstmal die Schokolade ordentlich umrühren, dann kommt die KitKat-Form für die Tafel endlich zum Einsatz. Diese wird gefüllt und damit sich alles gleichmäßig verteilt, wird die Form gegen die Thekenkante geklopft. Dann werden die 4 Waffeln reingedrückt, bis Schokolade übersteht, und die wird dafür verwendet, um die Waffeln zu überdecken und wird dementsprechend mit einem Spachtel verteilt. Und wieder wird geklopft, damit alles schön glatt wird und mögliche Luftblasen verschwinden. Dann kommt der spannende Teil, endlich! Dann geht es nämlich ans Dekorieren. Mann, das hat so einen Spaß gemacht. Tada! Fertig! Und jetzt heißt es warten. In der Zeit konnte man endlich das Drink-Ticket verwenden, das man dazu bekommen hat. So, jetzt ist gerade Pause und ich muss warten, bis ich meinen KitKat abholen kann. Es ist so cool, es macht so Spaß, muss ich sagen. Ich habe schon gedacht, okay, das ist bestimmt eine coole Sache, aber es ist so großen Spaß macht. Also ich kann es absolut empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob es hier der einzige Ort ist, wo sie das MyKitKat anbieten, aber ganz ehrlich, probiert es aus. Es macht so einen Spaß, ihr habt so viele Möglichkeiten vor allem. Und es ist echt super. Ich habe mir einen Tee geholt und gewartet. In der Chocolaterie steht ein Klavier mit KitKat designten Tasten, auf dem man nach Lust und Laune spielen kann. Ach, ich vermisse das Klavierspielen. Hab's leider echt verlernt nach all den vielen Jahren. So, eben ein bisschen gewartet und jetzt wird es Zeit, mein KitKat abzuholen. Ich bin absolut gespannt, weil ich muss gestehen, ich habe noch nie Ruby KitKat vorher gegessen und ich habe nur gehört, dass es wahnsinnig lecker sein soll und hey, es ist pink, es musste einfach Ruby werden. Okay, let's go! Nach 40 Minuten konnte man dann endlich seine fertige KitKat-Tafel abholen, die total hübsch verpackt wurde. Da ist sie und zu Hause wird sie probiert. So, wieder zu Hause. Die Kleine ist im Bett und jetzt wird endlich mal Zeit, dieses Ding hier auszupacken. Das hat echt wahnsinnigen Spaß gemacht. Also ich kann es absolut empfehlen. Es ist natürlich die Frage, will man wirklich 2000 Yen für sowas ausgeben? Aber man hat noch dieses Drink-Ticket dabei und die Zubereitung macht halt echt richtig Spaß.
Ich denke, das ist auch etwas, was man vielleicht öfter machen kann, weil es einfach so verschiedene Toppings gibt und man halt immer diese limitierte Wahl von 4 Stück nur hat. Jetzt aber genug geredet. Jetzt wird das Ding endlich mal ausgepackt. Oh Mann, Leute, wie gesagt, das ist tatsächlich meine allererste Ruby-Schokolade gewesen und die war echt irre lecker. Ich kann gar nicht genau sagen, an was mich der Geschmack erinnert, ob es irgendwie beerig, fruchtig oder irgendwas ist. Ich fand es super lecker und es hat mich ein bisschen an die Sakura KitKat sogar erinnert vom Geschmack her. Gar nicht zu süß, hübsche Farbe und richtig gut. Vor allem hat es geschmacklich von der Süße auch noch echt gut gepasst mit den Dekorationsstückchen, die ich ausgewählt habe. Ich kann es wirklich empfehlen, es hat richtig doll Spaß gemacht. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch Lust bekommen, das mal auszuprobieren. Schaut auf jeden Fall dort mal vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Oder wenn ihr mehr Videos über KitKat sehen wollt. Also dann, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann. Hallo zusammen, diesmal aus Shibuya. Und heute... Bis dann.